herzliches Willkommen von mir zur heutigen CAD Akademie. Heute mit T4 und dem Thema der Gebäudefassaden bzw. der Bilder von Gebäudefassaden und der Frage, wie viel Information für künstliche Intelligenz darin steckt. Jetzt haben ja bestimmt einige von euch schon von dem Stockwerkerkennungsanwendungsfall gehört. Aber wir wollen das heute ein bisschen allgemeiner fassen und nicht nur den Anwendungsfall betrachten, sondern auch ein bisschen drumherum schauen, was war dafür notwendig, welche Prozesse sind in Gang gekommen, was haben wir daraus gelernt. Also ein klein wenig technischen Einblick, aber wirklich sehr klein und mehr so ein Blick aufs Gesamte, ja, was auch die Möglichkeiten von sowas sind. Ich möchte euch dann mitnehmen in die Punkte, wie sind wir überhaupt auf den Anwendungsfall gekommen, was war überhaupt das Problem, welche Daten haben wir benutzt, dann ein kurzer technischer Ausflug in die Funktionsweise unserer Methoden und dann auch schon der Blick darauf, warum das alles gar nicht so leicht ist, wie es aussieht, was so Fehlerquellen sind, wie unsere Ergebnisse sind und genau dann einfach nochmal rückblickend auf den Anwendungsfall, was wir alle daraus gelernt haben, die dort mitgemacht haben. Zunächst, was war das Problem? Beziehungsweise was hatten wir? Wir hatten Stadtbefahrungsdaten. Uns war nicht so ganz klar, was können wir damit machen? Kann man damit was mit KI machen? Und zu diesem Zeitpunkt, wo wir darüber geredet haben, gab es eben andere laufende Anwendungsfälle in CAD, die einfach fehlende Informationen hatten. Zum Beispiel, wenn man die Anwendungsfälle im Bereich Gebäude oder energetische Maßnahmen angeschaut hat, dann gab es da zum Beispiel die Frage, kriegen wir irgendwie aus dieser Bildinformation Stockwerke raus, bekommt man vielleicht den Gebäudetyp raus, bekommt man vielleicht sogar den Sanierungszustand eines Gebäudes raus. Interessanterweise und unbeabsichtigt habe ich hier in dem Beispielbild ja ein sehr unsaniertes Gebäude mal abgebildet. Aber genau aus diesen gesamten Fragen entstand dieser Anwendungsfall. Also wir haben uns dann entschieden, im ersten Anwendungsfall zu versuchen, die Stockwerke mit KI zu erkennen. Das heißt, zusammengefasst war unser Ziel, wir möchten Fassadenbild reingeben und wir möchten herausbekommen die Anzahl der Geschosse und eine Information über das Dachgeschoss. Unsere Daten sind eben diese Befahrungsbilder. Das heißt, man hat hier 360 Grad Bilddaten und auch LiDAR-Daten, aber die lassen wir heute komplett heraus erstmal. Und das Gute quasi an diesem Dienstleister war jetzt, dass wir eine API haben und damit haben wir einen sehr genauen Zugriff auf die Bilddaten. Das heißt, je nach Aufruf können wir unterschiedliche Parameter einstellen und es ist uns sogar möglich, die genauen Fassadeneckpunkte von Gebäuden herauszufinden. Und hier sieht man mal den Unterschied. Also in dem linken Bild haben wir einfach nur einen Aufruf, dass es quasi, gib mir ein Bild für diese eine Koordinate. Und in dem rechten Bild sehen wir den Aufruf, gib mir ein Bild für diese 4 Eckpunkte. Das heißt, was man hier sehr deutlich sieht, ist, dass halt auch schon in diesen Bildern ein Qualitätsunterschied zu sehen ist. In dem linken Bild ist ja der obere Rand des Gebäudes abgeschnitten. Ein bisschen problematisch dabei ist, dass man natürlich für das rechte Bild viel mehr Informationen braucht. Das heißt, wir brauchen überhaupt die Info, dass wir diese Fassadeneckpunkte ermitteln können. Und dafür brauchten wir die 3D-Stadtkundkarte. Die enthält sehr viel Informationen für uns. Wichtig war in dem Fall die Gebäude-ID, der Grundriss des Gebäudes und die Höhe. Und mit diesem war es uns eben möglich, diese Eckpunkte zu ermitteln und auch ganz wichtig, die Eckpunkte eines Hauses zu ermitteln, weil man das ja dann auch die Information sehr genau zuordnen möchte zu einem Gebäude. In einer sehr runtergebrochenen Version, wie funktioniert jetzt die Ermittlung der Stockwerke? Für uns war das ja auch neu, dieser ganze Anwendungsfall oder auch der Bereich Smart City und wir haben gedacht, okay, wir haben Bilder, wir brauchen Stockwerke, wir machen mal das, was wir ganz gut kennen. Wir trainieren ein neuronales Netz auf Fassadenobjekte. Das heißt, wir haben eine KI trainiert, die Objekte im Bild erkennt. Wir haben gesagt, wir brauchen Fenster, Haustüren, Gauben, Dachfenster und Shops. Shops haben wir gemacht, weil wir zu dem Zeitpunkt nicht so genau wussten, ob Shops also Läden als Geschoss zählen sollen oder nicht. Und was da rauskommt, ist, dass man eben ein Bild eingibt
Und dass dann diese bunten Kästen, die wir um die einzelnen Elemente sehen, die nennen wir Bounding Boxes, und die hat uns quasi unser Netz erkannt. Das heißt, unser Netz gibt uns zurück, welche Objekte im Bild es erkennt, und es positioniert sie uns auch sehr genau. Also diese Bounding Boxen sind quasi Pixelrepräsentationen von dem Objekt im Bild. Jetzt möchten wir aus diesen Objekten sogenannte Floor Level Lines ermitteln. Das sind für uns Linien, die ein Stockwerk repräsentieren. Und das haben wir gedacht, können wir so machen, indem wir die roten Punkte ermitteln. Das sind die Mittelpunkte dieser Bounding Boxen, nur von den Fenstern. Und dann in quasi jede Linie eines Stockwerks eine Linie legen. So. Und dafür haben wir verschiedene Methoden getestet. Die haben auch unterschiedlich gute Quoten. Und im Endeffekt haben wir gedacht, naja, wenn wir die Anzahl der Floor Level Lines haben, haben wir die Anzahl der Stockwerke. Gesagt, getan. Wir dachten, naja, das hört sich alles gar nicht so schwer an. Damit wir darüber reden können, wieso das doch alles auch nicht so trivial ist, wie es klingt, muss ich ganz kurz eintauchen in die Ermittlung dieser Floor Level Lines. Dafür würde ich jetzt gleich die zwei Methoden sehr stark runtergebrochen vorstellen. Die erste Methode, die wir getestet haben, haben wir Nearest Neighbor genannt. Was hier passiert, ist, dass wir für jeden Punkt, und damit sind die Mittelpunkte der Fenster-Bounding-Boxen gemeint, werden euklidische Distanzen zu allen anderen Punkten berechnet. Das heißt, ich habe am Ende eine genaue Information, wie weit jeder Punkt von jedem anderen entfernt ist. Jetzt nehme ich mir eine Anzahl an Punkten, für die ich die Steigung in Paaren berechne. Das heißt, ich nehme hier zum Beispiel den Punkt 0 und 1, berechne die Steigung, dann den Punkt 1 und 2. Und dann lege ich fest, wann ich diese zwei Punkte als horizontal bezeichne. Also wenn deren Steigung, und mit Steigung ist wirklich die einfache lineare Algebra-Liniensteigung gemeint, wenn die Steigung zwischen zwei Punkten zwischen einem von uns festgelegten Schwellenwert liegt, dann sagen wir, der Punkt ist horizontal. Und sehr stark runtergebrochen sagen wir am Ende, unsere Floor-Level-Lines sind Punkte oder eine Liste von Punkten, die horizontal verlaufen. Das heißt, in diesem Fall hätte ich 3 Listen, in denen die Punkte liegen, die horizontal sind. Der zweite Ansatz ist etwas komplexer und beinhaltet in sich nochmal einen Algorithmus, der quasi auch noch eine KI ist. Was wir hier gemacht haben, ist, diesen Algorithmus anzuwenden. Der nennt sich RANSAC, und was der im Prinzip macht, ist, man gibt ihm eine Liste von Punkten und der versucht, eine Linie durch alle Punkte zu legen. Das funktioniert nicht immer, und er gibt einem auch immer eine Liste zurück von Punkten, von denen der Algorithmus sagt, diese kriege ich nicht in der Linie unter. Problem mit diesem Algorithmus ist, er gibt immer eine Linie zurück, und wir haben ja in Gebäuden tendenziell mehr als ein Stockwerk, deswegen mussten wir das Gebäude bzw. das Bild des Gebäudes nochmal unterteilen. Das haben wir Iterationsfenster genannt. Und unsere Iterationsfenster haben wir ungefähr berechnet nach der durchschnittlichen Höhe unserer Fenster-Bounding-Boxen. Und dann haben wir einfach Iterationsschritte gemacht, indem wir in jedem Schritt die Punkte, die sich in unserem aktuellen Iterationsfenster gelegen haben, in diesen Algorithmus reingeben. Und dieser Algorithmus legt dann für uns eine Linie durch diese Punkte und gibt uns zurück eine Liste von Punkten, die in der Linie liegen, und eine Liste von Punkten, die nicht in der Linie liegen. Und am Ende haben wir auch wieder eine Liste von Punkten, die zu einer Linie gehören, also auch wieder Floor Level Lines. Warum ist das alles nicht so leicht, wie das jetzt klingt? Und hier muss man dazu sagen, das sind Erkenntnisse, die haben wir gewonnen in der Mitte des Anwendungsfalls. Also während man an den Sachen arbeitet, merkt man, das muss ich auch beachten. Das Erste, es ist offensichtlich, aber wir haben unterschiedliche Gebäudetypen und die können ganz unterschiedlich aussehen. Also wenn ich jetzt mal unsere 5 Gebäudetypen, die wir für uns identifiziert haben, anschaue, dann merke ich, entweder ich habe relativ hohe Gebäude oder eben auch relativ niedrige Gebäude. Ich kann bei zum Beispiel dem Plattenbau erkennen, da ist irgendwas noch vor dem Hauptgebäude positioniert. Genau diese Einteilung, die wir hier sehen, ist eine informelle Einteilung, die wir für uns vorgenommen haben, um eine grobe unterschiedliche Einteilung in Gebäudetypen zu haben. Das ist jetzt keine standardisierte Einteilung.
Aber wir haben einfach für uns selber Parameter gesucht, anhand der wir solche Gebäudetypen quasi einteilen können. Und hier ist eben einfach relativ interessant zu sehen, zum Beispiel die Fenster. Unser neuronales Netz erkennt ja erstmal Objekte im Bild, unter anderem die Fenster. Und wenn wir hier anschauen, die sind ganz unterschiedlich. Je mehr Stockwerke ich habe, umso kleiner sind die Fenster dargestellt. Bei diesem modernen Gebäude, dem zweiten von links, habe ich auch innerhalb des Gebäudes unterschiedliche Fenster. Das heißt, ich habe einmal sehr hohe Fenster und einmal sehr niedrige oder normale Fenster. Also hier geht es allein schon los, dass das ist so die erste Fehlerquelle, das Fenster überhaupt richtig zu erkennen. Wenn ich dann die Fenster alle habe, dann gibt es immer noch was unsere 1 für alle Methode nicht so richtig abdecken kann. Und zwar haben wir hier ein Beispiel von einem Altbau und der hat eben seine architektonische Besonderheit, den Erker. Und was der Erker aber verursacht, ist, dass wenn wir uns das Bild und die erkannten Fenster und die Mittelpunkte anschauen, dann sehen wir in dem rechten Plot, wo quasi die Mittelpunkte dargestellt sind, dass eben diese Punkte der Fenster, die im Erker liegen, etwas über den anderen Punkten liegen, die aber eigentlich alle in einem Stockwerk liegen. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe mit meinem Linienalgorithmus und ganz stupide das mache, so wie man das sich so vorstellt als Linienalgorithmus, dann würde ich da wahrscheinlich durch die ersten 4 Punkte eine Linie legen, dann durch die zweite Linie, die im Erker liegt, dann links und rechts davon eine Linie und dann bekomme ich ja viel zu viele Linien. Und das ist eben was, das muss man abfangen und muss quasi eine Robustheit dagegen haben, dass solche Gebäude eben solche unterschiedlichen Eigenschaften haben können. Und das sind nicht die einzigen Eigenschaften oder Eigenheiten von Gebäuden. Es gibt zum Beispiel auch Treppenhausfenster. Das hat man zum Beispiel sehr oft in den Plattenbauten. Das sieht man oben im Bild, wo man ein bisschen versetzt vom eigentlichen Stockwerk eben nochmal ein Fenster hat, was zum Treppenhaus gehört und eben nicht zum Stockwerk oder zur Etage selber. Dann gibt es noch andere interessante Eigenheiten, beziehungsweise ein Dachgeschoss an sich ist ja gar nicht so eigen, aber die Definition eines Dachgeschosses ist relativ interessant, beziehungsweise einfach unklar oder beziehungsweise einfach abhängig vom Anwendungsfall. Wenn wir jetzt sagen, naja, hat das Gebäude ein Dachgeschoss, dann gucken wir auf die offensichtlichen Merkmale. Wahrscheinlich hat es eine Gaube, hat es ein Dachfenster. So haben wir das dann im Endeffekt definiert, aber hier muss einem klar sein, dass die Definition sehr stark davon abhängt, was ich am Ende rausfinden möchte. Also betrachtet man energetische Anwendungsfälle, dann hat das Dachgeschoss eben die Eigenheit, dass es weniger Volumen hat und dann zum Beispiel weniger geheizt werden muss oder sonstige Eigenschaften, die dann eben auftreten. Und wenn es einfach nur darum geht, ob in dem Dachgeschoss Wohnfläche geschaffen wurde, anstatt zum Beispiel von einem Trockenboden, dann reicht es einfach nur zu wissen, gibt es ein Dachgeschoss oder nicht. Und genau deswegen haben wir festgelegt, wenn wir in dem Bild eine Gaube oder ein Dachfenster sehen, dann haben wir ein Dachgeschoss in dem Gebäude. Jetzt ist auch das nicht ganz unproblematisch, denn wir gucken ja von der Straße auf ein Gebäude und vor allen Dingen Dachfenster sind da sehr schwer zu sehen. Gauben sieht man ab und zu, aber das ist eben auch schon schwierig. Und dann gibt es einfach interessante Gebäude, wo die Gauben und die Fenster auf einer Ebene liegen. Das heißt, selbst als Mensch schaue ich mir das Bild an und bin mir nicht sicher, was ich dazu sagen soll. Hat dieses Gebäude 2 Stockwerke und ein Dachgeschoss oder hat es 3 Stockwerke? Genau, mit sowas beschäftigt man sich dann eben auch. Ich gehe jetzt weiter zu den Ergebnissen und hier werden wir nochmal kurz etwas wissenschaftlich, da wir diese Methoden ja veröffentlicht haben in einem Paper, haben wir hier verschiedene Analysen vorgenommen. Zum einen haben wir uns mit einer anderen Publikation verglichen, die nennt sich Floor Level Net, haben wir hier abgekürzt mit FLN. Und auch um das einfach mal zu vergleichen, wie unterschiedliche Ergebnisse diese unterschiedlichen Bilder liefern, hatten wir auch einen Vergleich mit diesen perspektivischen Bildern oder wirklich den Oberflächenbildern. Diese Ergebnisse haben wir ermittelt, indem wir selber einen Testdatensatz erstellt haben. Das heißt, meine Kollegin und ich sind hergegangen, haben uns ungefähr 100 Bilder händisch angeguckt und dem quasi eine Zahl zugeordnet oder quasi eine Stockwerkszahl und Dachgeschoss.
Wir haben gleich Bilder weggelassen, bei denen wir uns nicht einigen konnten oder bei denen wir einfach selber nicht wussten, was wir dem Gebäude zuordnen sollen. Und was wir jetzt hier in den Ergebnissen sehen, ist, dass zum einen auf den ersten Blick sehr sichtbar die perspektivischen Bilder einfach schlechtere Ergebnisse liefern. Also was diese Plots jetzt zeigen, ist, wie viele der Gebäude der ganze Algorithmus, die Methode quasi genauso zugeordnet hat, wie unser Testdatensatz, den wir gelabelt haben. Interessant ist auch zu sehen, dass der Floor-Level-Net-Algorithmus, der im Paper relativ hoch gepriesen wurde, auf unseren Bildern fast gar nicht funktioniert hat. Eine Ausnahme muss man diesem Algorithmus lassen. Die haben von vornherein gesagt, Gebäude mit weniger als 2 Etagen können sie nicht identifizieren. Das heißt, diese Kategorie Single Family Home, Einfamilienhaus, da sind sie sehr schlecht bis gar nicht vorhanden. Aber vor allen Dingen in den Oberflächenbildern sind unsere Methoden einfach deutlich besser. Auch ersichtlich sind unterschiedlich gute Quoten für unterschiedliche Gebäudetypen. Also was hier unten abgekürzt ist, ist hier rechts im Bild nochmal mit einer Legende, mit den unterschiedlichen informellen Gebäudetypen, die wir selber bestimmt haben. Und da gibt es einfach Gebäude, für die funktioniert das schon relativ gut und Gebäude, da funktioniert das nicht so gut. Also nochmal zusammengefasst, was sind so die wichtigen Erkenntnisse, die man sich mitnehmen kann? Gebäudefassaden gezielt zu extrahieren, hat auf jeden Fall von der Bildqualität einen Einfluss auf das Ergebnis. Dafür sind natürlich notwendig diese zusätzlichen Informationen und auch überhaupt, dass der Anbieter der Bilder oder wie auch immer man die Bilder beschafft, das überhaupt zulässt, diese Bilder so zu extrahieren. Dann schauen wir gleich nochmal rein, aber die Quoten sind besser, wenn man die Gebäude ohne Dachgeschoss betrachtet. Das heißt, was wir hier gemacht haben, und das sind immer die 2 unterschiedlichen Farben von einer Farbe. Wir haben einmal geschaut, was passiert, wenn wir die Bilder, in denen ein Dachgeschoss zu sehen sind oder die Gebäude, weglassen. Und es hat sich eigentlich durchgezogen, dass die Quote tendenziell immer besser war, wenn man diese Bilder weglässt, was für uns einfach so ein bisschen darauf hingedeutet hat, dass diese Erkennung des Dachgeschosses sehr fehleranfällig ist und vielleicht auch nicht trivial. Und der dritte Punkt, den wir mitnehmen, ist, dass unterschiedliche Gebäudetypen ein unterschiedlich gutes Ergebnis liefern. Hat uns dazu verleitet, einfach mal zu testen, was passiert denn, wenn wir unsere Stellschrauben im Algorithmus ein bisschen anpassen auf den Gebäudetyp. Und was sich eben gezeigt hat, ist, dass die Quoten sich dann nochmal verbessern. Jetzt ist natürlich die Sache, den Gebäudetyp haben wir aktuell nicht. Was man auf der linken Seite hier sieht, ist die Gebäudetypologie nach IWO. Das IWO ist das Institut für Wohnen und Umwelt, die einfach mal so eine Einteilung vorgenommen haben. Und weil unsere Evaluation gezeigt hat, dass die Quoten sich verbessern, wenn man den Gebäudetyp kennt, haben wir uns gedacht, naja, wir haben ja die Bilder der Fassaden, probieren wir mal den Gebäudetyp oder das Baujahr herauszufinden. Was passiert also? Ich habe kein neuronales Netz mehr, was Objekte in Bildern erkennen möchte, also eine Objekterkennung, sondern ich habe ein neuronales Netz, was das gesamte Bild bekommt und mir zurückgeben soll, was das für ein Gebäudetyp ist oder was das für ein Baujahr hat, also eine Klassifizierung. Ich bekomme eine Antwort für ein Bild. Im derzeitigen Stand bekommen wir ungefähr eine Quote von 88% beim Gebäudetyp und eine Quote von 62 oder 76% beim Baujahr. Diese Quoten sind zum einen darauf zurückzuführen, dass wenn wir die Anzahl der Gebäudetypen, die es gibt, schauen, das auf der linken Seite sehen wir, es gibt 4 oder 5 Spalten. Hochhaus gibt es nicht in jeder Stadt. Sind einfach weniger Klassen, die man richtig erkennen muss, als wenn das Baujahr erkannt werden soll. Was von A bis L geht, sind einfach mehr Klassen, die Fehlerwahrscheinlichkeit ist dann höher. Und die 62 bzw. 76 kommt daher, dass wir in einem zweiten Schritt versucht haben, Klassen ein bisschen einzudampfen, weil ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber teilweise sind die Abstände zwischen den Baujahren sehr hoch und teilweise sehr eng. Und wenn man die ein bisschen zusammennimmt, zum Beispiel die Klassen I und J und K und L zum Beispiel, dann erhöht sich auch hier ein bisschen die Quote, das sind die 76%. Wenn wir rückblickend auf unseren Anwendungsfall schauen, dann ist, glaube ich, das erste Learning,
was man wahrscheinlich nicht nur hier mitnimmt, aber generell, dass viele Dinge einem einfach erst auffallen, wenn man schon mittendrin steckt. Also das heißt, man will eigentlich eine Aufgabe bearbeiten und merkt, man braucht erst eine andere Information oder man versteht auch vielleicht die Information nicht. Das hat bei uns schon bei der 3D-Stadtgrundkarte angefangen. Der Aufbau war verständlich, XML, das ist quasi auch, wenn man als Informatikerin städtische Daten bekommt, alles noch in Ordnung. Aber dann geht es zum Beispiel interessanterweise los mit Gebäudeteilen. Dann muss man erstmal verstehen, Gebäudeteile sind vielleicht beim bloßen Blick auf das Bild nicht zu erkennen, aber in dieser Grundkarte eben eingeteilt. Das heißt, ich habe 2 Teile und die teilen sich eine ID. Und da wird man als Informatiker ein bisschen stutzig, warum Gebäude-IDs nicht unique sind. In der Informatik ist es wirklich so, ich vergebe eine ID und die hat ein Objekt und ist quasi einmalig. Hier ist es eben so, naja, eine Gebäude-ID bezieht sich auf alle Teile des Gebäudes. Das führt schon zu unserem nächsten Problem. Manchmal schaut man durch die Bilder, die man generiert aus den Stadtbefahrendaten und bekommt so ein Bild, wie man jetzt rechts sieht. So ein kleiner Ausschnitt, man sieht irgendwie noch das Dach, aber man denkt sich, wo liegt der Fehler? Warum ist das jetzt hier nur so ein schmaler Ausschnitt von dem Gebäude? Und hier muss man dann einfach graben gehen. Also das ist wirklich was man dann nur durch Stichproben erkennt. Oder wenn man Mails an die Stadt schreibt, an die Leute, die mit im Projekt sind. Aber hier stellt sich dann raus, dass es halt ein Gebäudeteil, der hinter einem Hauptgebäude liegt. Und das Teil, was ich mir gerade angucke, ist einfach verdeckt. Ob das jetzt ein Gebäude ist oder Vegetation. Deswegen ist der Ausschnitt komisch. Und unser erster Ansatz war einfach so, dass ich alle IDs, die in dieser Stadtgrundkarte drin waren, iteriert habe und für jede ID ein Bild für ein Gebäude extrahiert habe. Wenn ich jetzt natürlich eine ID öfters habe, dann speichert er mir natürlich nur das letzte Bild für diese ID. Und wenn das letzte Bild halt so ein Gebäudeteil war, nicht das Hauptgebäude, dann sieht es eben so aus. Ein Problem, was wir quasi immer noch nicht geklärt haben, ist eben, was machen wir mit dem Dachgeschoss? Sollen wir es mitzählen oder nicht? Es ist irgendwie nicht ganz trivial und fehleranfällig. Genau, bisher immer ungelöst. Wenn wir ein bisschen weniger von der technischen Sicht drauf gucken, ist das einfach der erste gemeinsame Anwendungsfall gewesen, den wir als Team, als T4-Team mit der Stadt hatten im CAD-Projekt. Und ich glaube, wir haben da alle viel draus gelernt. Und so, was ich so als Hauptlearning, glaube ich, hier auch mitgenommen habe, ist, was erwarten wir denn als Ergebnis von so einer KI-Anwendung? Also in den ersten Gesprächen, die wir dann über die Ergebnisse haben, schien die Erkenntnis relativ, ja, frustrierend, oder nicht frustrierend, aber das war so, oh, Vollautomatisierung ist ja anscheinend nicht möglich. Also die KI macht ja doch Fehler oder sie macht mehr Fehler, als man gedacht hat. Das wirft halt so ein bisschen die Frage auf, na, welche Quote wäre denn ausreichend? Also welche Quote soll die KI erreichen, dass quasi das Ergebnis okay so ist? Und wenn es eben nicht ausreichend ist oder beziehungsweise wenn es nicht 100% sind so, dann ist es vielleicht auch einfach eine Möglichkeit zu sagen, okay, KI-Erzeugnisergebnisse werden eindeutig markiert und je nach Anwendungsfall schaue ich, muss das Ergebnis zu 100% stimmen, dann gucke ich es selber lieber nochmal nach. Und ist es nicht so wichtig, ob es jetzt 3 oder 4 Stockwerke hat, dann nehme ich jetzt einfach das Ergebnis von der KI. Ist nicht so wichtig, wenn es ein bisschen falsch ist. Aber auch aus diesen Unsicherheiten haben wir quasi gelernt und haben gesagt, diese Ergebnisse, die sind immer viel leichter zu verstehen und auch, warum sie vielleicht falsch sind, wenn man sie visualisiert. Dann kann man immer besser drüber reden, man versteht besser, was passiert. Und deswegen haben wir ein Webtool entwickelt, wo man quasi in einem Durchklicken mal sehen kann, wie diese ganze Pipeline funktioniert. Ich zeige da gleich mal ein Video. Was wir da gleich sehen werden, ist, dass wir ein Bild reingeben, das in dem Bild markiert wird, wo sind die Fenster, wo sind die Floor-Level-Lines und uns dann angezeigt wird, was die KI sagt, wie viele Stockwerke es hier findet. Und was jetzt in dem Tool aber das Interessante ist, dass wir gedacht haben, naja, wenn es eben nicht stimmt, muss ich ja auch eine Handhabe haben. Und für den Fall haben wir uns überlegt, dass man einfach eine Korrektur vornehmen kann über die numerischen Zahlen. Hier sehen wir, die 5 wird zu 4.
Genau. In Kurzform, was brauche ich für diese Stockwerkerkennung? Ich brauche wirklich Daten von Bildern und im besten Falle sind es eigentlich die Fassadenbilder, also wirklich diese orthogonalen Bilder der Gebäude. Wenn ich diese jetzt nicht direkt habe, dann brauche ich einen Weg, um an diese Gebäudebilder zu kommen. Bei uns war das dann eben über die Gebäudegrundrisse und die Höhen. Das ist dann aber natürlich abhängig vom Anbieter, woher ich die Bilder kriege, etc. Optional verbessert ist es natürlich, wenn ich die Information zum Gebäudetyp und Baujahr habe, aber notwendig wäre sie nicht. Und das trainierte Netz und die Algorithmen, die eben diese Information weiterverarbeiten, die sind auf GitHub. Die kann man sich schon runterladen. Es ist jetzt nicht das Tool, was online ist, sondern wirklich die Algorithmen und der Code. Und was man eben hier noch beachten muss, ist, dass gegebenenfalls dieses Netz, was die Objekte in den Fassaden erkennt, auf andere Städte ein bisschen angepasst werden muss. Also wenn die zum Beispiel Bauwerke haben, die es jetzt hier in Leipzig gar nicht gegeben hat, zum Beispiel Fachwerkbauten. Und als kleiner Ausblick und auch Ende der Präsentation, man merkt immer, man kann immer noch mehr machen. Was jetzt zum Beispiel ja nicht so gut funktioniert hat, ist über die Bilder von der Straße aus die Dachgeschosse zu definieren. Aber es gibt ja auch Befliegungsdaten. Das heißt, ich könnte diese benutzen, um wirklich von oben auf ein Gebäude zu gucken und zu gucken, sehe ich ein Dachfenster oder sehe ich eine Gaube. Dann ist dieser Anwendungsfall hier wirklich gerade noch Proof of Concept. Er funktioniert, weil es in Leipzig die Befragungsdaten gibt und die Informationen über die Gebäude. Aber wie könnte ich das denn verbessern, dass das auch Kommunen nutzen könnten, die zum Beispiel keine Stadtbefragungsdaten haben? Und da könnte man sich Möglichkeiten angucken, Bilder über Google Street View zu beziehen. Google Street View ist ja im Endeffekt nichts anderes als auch eine Straßenbefragung, die halt ein bisschen Tweaking braucht, um da dasselbe oder dieselbe Information an Bildern rauszukitzeln. Und jetzt mit einem ganz weiten Blick nach vorne kann man natürlich dadurch, dass solche Befragungen sehr regelmäßig durchgeführt werden, auch Change Detection betreiben. Also man kann gucken, was war in diesem Bild vor einem Jahr und wie sieht es jetzt aus. Das sind natürlich alles Ausblicke, die man noch bearbeiten könnte in diesem Anwendungsfall der Straßenbefragung. Und genau, damit bin ich auch am Ende meines Vortrags und bedanke mich bei euch fürs Zuhören.